So, Franziska, ich freue mich total, dass wir heute wieder unser Gespräch fortsetzen können. Von dem Gespräch letzte Woche klingt bei mir noch sehr nach und da haben auch andere darauf reagiert, wie wir denn zu diesem Titel Selbstorganisation and Resilience kommen können. Jetzt würde mich wirklich mal interessieren, was war denn eigentlich dein Trigger dafür, diesen Titel herauszusuchen und auch zu sagen, hey, das ist attraktiv und wertvoll für die anderen, die sozusagen jetzt irgendwie zuhören oder zuschauen. Das ist eine verdammt gute Frage, lieber Tom. Und nachdem wir jetzt ja schon hier irgendwie eine Stunde uns fleißig miteinander austauschen, Ja. sollten wir, glaube ich, uns Mühe geben, für die Leute da draußen irgendwie das so ein bisschen zusammenzufassen und es ja, verkostbar zu machen. Also ich glaube, der Titel, uns ist gar nicht so leicht gefallen, den Titel zu wählen, wenn ich ehrlich bin, weil Selbstorganisation jetzt auch nicht zum allerersten Mal verwendet wird und irgendwie auch schon eine ganze Weile durch die Medien rauscht, jetzt gerade noch viel mehr, ja. Von daher, ich bin, ich glaube, du kannst es besser beantworten als ich, Tom. Das finde ich ja sozusagen jetzt, also wir hatten ja so ein bisschen den Deal, wir drehen das jetzt einfach mal, ja, und an sich würde ich ja gerne sozusagen bei diesem Bild bleiben, aber bevor wir sozusagen jetzt alle Zuseher und Zuhörer vollständig verwirren, ja, vielleicht einfach nur einen Gedanken dazu gelegt, der aus meiner Sicht vielleicht nochmal hilfreich ist und den kannst du dann sofort sozusagen in Frage stellen oder bloßstellen oder widerlegen. Ich glaube, sozusagen diese Diskussion bekommt aus meiner Sicht total Energie, weil sie halt weggeht von der Diskussion Hierarchie versus Selbstorganisation, Partizipation, sondern viel stärker dahin geht, was sind die angemessenen Führungsstrukturen, was auch abstrakt klingt, aber was sind die angemessenen Dinge, wie man sich organisiert, die Abläufe, die Positionen, wie man sie markiert, jetzt in den Unternehmen, wenn Entscheidungen getroffen werden sollen, wenn über Fragen, Probleme, Ressourcen, Personen nachgedacht wird, wer jetzt mit welcher Aufgabe unterwegs ist und wie man das ausstattet und so weiter. Da wird sehr viel mehr experimentiert, sehr viel mehr ausprobiert. Nicht aus einer Lust an Change, ja, sondern eher auch aus einer Notwendigkeit, hey, da draußen brodelt gerade die Welt und wir müssen da drin uns irgendwie antwortfähig machen. Also wir müssen mit dieser Welt irgendwie umgehen können. Und da schaut man sozusagen durch Experiment, durch Ausprobieren, durch Erfahrung sammeln, was können da gute, bessere Lösungen sein. Und das Ja, finde ich gerade sehr, sehr wichtig und deshalb finde ich diese Selbstorganisation-Headline total wertvoll. Ja. ja, ja. Das heißt, erlebst du denn jetzt auch die Unternehmen experimentierfreudiger? Ja, und natürlich ist die Leidenschaft dabei etwas unterschiedlich, weil manche eher aus der Not und manche sehen auch die Chance im Sinne von Geschäftsmodell weiterentwickeln, weil sie sagen, Digitalisierung ist genau das, was wir jetzt gerade als Antwort überall hören und dann wird das eigene Geschäft sozusagen da auch ein Stück hin entwickelt. Aber ich sehe schon, dass viele Unternehmen und viele Organisationen ausprobieren müssen und Sachen anders machen, was vorher nie denkbar war. Ja, also wenn ich jetzt an Produktionsunternehmen denke, die Schichten anders bauen, die mit den Notwendigkeiten von Homeoffice, andere Entscheidungsstrukturen haben, anders zusammenarbeiten. Also da passiert so viel, was gerade ausprobiert wird und wo ich auch sicher bin, das wird sich erhalten. Ja, diese Erfahrung des Ausprobieren und des Variierens wird etwas sein, was sozusagen auch nach den anstrengenden Zeiten rund um Corona erhalten bleibt. Ja, ja. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich habe da schon noch so irgendwie die Erfahrung gemacht, dass natürlich so eine leichte Angst auch mitschwingt, ja, was irgendwie ganz nachvollziehbar ist und bei gleichzeitiger Neugier irgendwie doch neue Felder zu öffnen. Was siehst du denn da so im Ja. Moment? Und das ist ein wichtiger Punkt, den du nochmal ansprichst, weil das, was ich jetzt gerade erzählt habe, ja stark, sag ich mal, in Management-Circlen oder in Führungskreisen die Diskussion abbildet. Das, was das Problem natürlich mit dabei ist, dass viele auch individuell Angst haben. Was Mhm. heißt das jetzt für mich und ist meine Zukunft noch gesichert und da auch existenzielle Ängste mit dabei sind. Und Ängste natürlich immer eine Schwierigkeit mit sich bringen, Sachen anders zu machen, weil man eher sozusagen dazu neigt, sozusagen ein Stück innezuhalten und abzuwarten. Und das, was ich sozusagen erlebe, ist, dass es vielen Führungskräften
dann immer wieder gelingt, sozusagen die Mitarbeiter und die Betroffenen, die sozusagen da besorgt sind, auch zu beteiligen und dort dafür zu gewinnen, Sachen anders auszuprobieren und über diese Erfahrung auch wieder ein Stück mehr Sicherheit zu generieren. Ja. Aber gleichzeitig ist es natürlich extremst anspruchsvoll und herausfordernd. Also habe vorgestern mit Kollegen gesprochen, die auch im Beratungsbereich unterwegs sind, die Weiterbildung machen, die jetzt ihre Trainer in Kurzarbeit schicken, die ihre Institutionen schließen müssen. Das ist also geht durch viele Branchen hinweg und es ist jetzt nicht nur Automobil- oder Zulieferer, sondern es sind halt auch kleinere und mittelständische Unternehmen, die dann wirklich ganz persönliche, schwere Situationen haben. Ja, ja, das stimmt. Ja, nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Experimente, die gerade vielleicht auch mehr oder weniger sozusagen vonstatten gehen, doch auch irgendwie was Gutes mit sich bringen. Ja? Und ich merke schon, dass der Zusammenhalt vor allen Dingen in den Unternehmen, das, was ich zumindest jetzt sehe oder sehen durfte, echt auch unheimlich wächst. Also von daher. Und vielleicht als letzten Gedanken da drauf gesprungen, ja, weil ich glaube, was total hilfreich ist, ist sozusagen so eine Neugierde zu haben auf Dinge, die funktionieren und entlasten. Ja. Und da auch als Führungskraft sozusagen nicht nur den Problemfokus zu schärfen und zu stärken, auch wichtig, aber auch hinzugucken, wir sind wirksam, wir können Dinge bewegen, wir schaffen Sachen und das vielleicht sozusagen so als Guidance oder als Orientierung mitzunehmen, sagen, hey, es ist auch wichtig, dahin zu schauen, wo wir wirksam sind, wo Dinge funktionieren, die wir anders machen, damit man sozusagen nicht nur so in die Depression geschoben wird, sondern auch sich ein Stück im Gestaltungsspielraum wahrnimmt. Ja, total. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, lieber Tom. Ich freue mich auf nächste Woche. Wer weiß, was bis dahin uns alles widerfahren ist. Ja. Dir weiter eine gute Woche und bis nächste Woche. Alles klar, bis dahin, Franziska. Ciao.